In diesem Video wird alles um mich herum zu Wasser. Kann ich es schaffen, mit neuen Custom Wasser-Items den Wasserdrachen zu besiegen und so Minecraft durchzuspielen? Los geht's und es sieht nicht nur meine Hand komisch aus, sondern wie man sehen kann, schwimmen wir auch schon, denn wir befinden uns jetzt schon als Wasserfigur im Wasser drin und mein ganzer Skin besteht auch einfach aus Wasser. Ich glaube, die Challenge wird richtig interessant und aber auch richtig weird, denn es wird wirklich alles um uns herum zu Wasser verwandelt. Und ich kann aber auch unter Wasser atmen, denn ich bin ja quasi das Wasser. Deswegen habe ich Water Breathing und auch Fire Resistance habe ich sogar. Denn Wasser kann nun mal nicht so gut brennen. Das macht sogar irgendwie Sinn. Und ich frage mich gerade, wie tief das hier runtergeht. Ich kann einfach in den Boden reinschwimmen. Die ganze Kohle und alles wird einfach gelöscht. Das ist so cool. Aber das kann heute auch ziemlich schwierig werden. Denn wir kommen natürlich auch nicht so einfach an Holz ran. Ich kann hier keine Blöcke abbauen, denn wenn ich zu nah komme, dann werden die direkt ersetzt. Ich weiß aber auch schon von einigen neuen Items, die ich heute craften kann. Ich weiß nur noch nicht im Einzelnen, was die Items mir bringen. Und teilweise weiß ich auch nicht, wie ich da rankommen soll. Aber wir können jetzt einfach schon mal in unser Rezeptebuch schauen. Und hier sehe ich zum Beispiel, dass ich einen Lava-Eimer craften kann aus Magma und einem Eimer. Hier wird es dann richtig weird. Ich kann einfach Wasser aus einem Eimer rausnehmen. Das heißt, unsere erste Mission wird es, einen Eimer zu bekommen. Also sollte ich Eisen suchen gehen. Da schwimmt gerade ein Creeper hoch. Ich muss ein bisschen aufpassen. Und ich hätte aber auch gerne was zu essen. Ich glaube, ein Schwert ist erstmal nicht so realistisch. Aber vielleicht kann ich ein paar Fische umhauen. Ein paar Wasserfische meine ich natürlich. Und dann bekomme ich meinen ersten Wasserlachs. Der heißt auch wirklich so und der ist sogar durchsichtig. Das wird heute so cool. Und wenn du solche Challenges genauso feierst wie ich, dann lass doch jetzt gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren solcher Challenges zu verpassen. Jetzt möchte ich noch ein paar Wasserkühe haben. Die können auch nicht so gut abhauen. Denn wenn die an Land wollen, schwimme ich hinterher und dann gibt es kein Land mehr. Und damit haben wir Leder und 3 Wasserbeef. Das ist so cool mit diesem ganzen Essen, was auch wirklich durchsichtig ist. Aber ich glaube, wir brauchen heute auch wirklich viel Essen. Okay, jetzt frage ich mich, ob wir hier hinten vielleicht schon irgendwo einen Schiffswrack sehen. Denn wir können wirklich erst richtig anfangen, wenn wir Eisen haben. Aber ich sehe hier leider gar nichts, außer einem Drowned da hinten. Aber dann schwimmen wir einfach mal ein Stück. Und ich kann übrigens auch unter Wasser richtig gut sehen, merke ich gerade nochmal. Ich meine, macht ja auch irgendwie Sinn, weil wir sind ja das Wasser. Und da hinten ist, glaube ich, ein Schiffswrack. Das heißt, wenn wir Glück haben, kann ich da schon genug Eisen für einen Eimer bekommen. Wobei ich aber noch nicht weiß, wie ich an eine Werkbank kommen soll. Okay, hier haben wir eine, die man aus 4 Wasser craften kann. Moment, aber um an Wasser zu kommen, brauche ich einen Eimer. Und um einen Eimer zu craften, brauche ich eine Werkbank. Das ist ein sehr ungünstiges Dreieck. Okay, dann bin ich aber tatsächlich auch ein bisschen überfragt. Ich meine, ich hoffe jetzt trotzdem, dass wir hier die 3 Eisen bekommen für den Eimer. Aber ich brauche dann auch erstmal eine Werkbank. Und das Schiffswrack, ja, das löst sich auch komplett auf. Was ist mit der Truhe? Die löst sich auch einfach auf. Okay, ich bekomme aber zumindest 2 Eisen. Das reicht tatsächlich nicht. Aber eine Schatzkarte. Wir können noch einen Schatz suchen gehen. Und das Schiffswrack existiert jetzt einfach nicht mehr. Das haben wir komplett gelöscht. Dazu noch ein paar Level. Und dann schlage ich vor, wir gehen mal den Schatz suchen. Und ich würde jetzt aber auch einfach mal hier quer durchs Land schwimmen. Keine Umwege über den Ozean. Wir haben überall Ozean. Das sieht so cool aus. Allein, dass man wirklich durchs Land durchschwimmen kann, finde ich schon so nice. Wie krass wird eigentlich der Nether, frage ich mich gerade. Wasser im Nether ist immer was ganz Besonderes. Und heute kriegen wir nicht nur ein bisschen Wasser in den Nether. Da sind Delfine. Dann kann ich mal ein bisschen schneller schwimmen. Kommt mal bitte her. Perfekt. Ich danke euch. Und wir kommen schon in den Bereich der Karte. Das heißt, wir müssten gleich auch sehen, wie die ganzen Inseln hier ersetzt werden. Da bin ich auf der Karte und wir ziehen einen blauen Streifen durchs Land. Das sieht so cool aus auf der Map auch nochmal. Und dann sollte hier vorne gleich schon der Schatz vergraben sein, den wir ja relativ leicht finden müssten, weil ich natürlich einfach hier durchschwimme. Da ist ja auch schon Diamanten, habe ich gesehen. Mega gut. Ich möchte alles aufsammeln, vor allem auch das Eisen eigentlich. Da sind die Diamanten und da ist auch noch ein bisschen Rüstung. Dann haben wir jetzt 3 Diamanten, ein bisschen Rüstung. Ziehe ich auf jeden Fall auch schon mal an. Passt gar nicht zu meinem Skin. Da schwimmt noch ein Eisen. Moment, das möchte ich natürlich auch noch haben. Dann haben wir 12 Eisen. Reicht locker für den Eimer. Und ich habe auch einen Water Breathing Trank. Der bringt mir heute nicht ganz so viel. Aber ich habe auch gekochten Wasserfisch, der dann so ein bisschen heller ist. So ein bisschen Warm Ocean mäßig. Das ist so weird. Jetzt muss ich an eine Werkbank kommen. Denn es gibt wirklich keine andere Art, um an Wasser zu kommen. Okay, wir könnten überlegen, ob wir im Dorf schaffen zu traden. Dafür müsste ich aber auch erstmal ein Dorf finden. Oder wir suchen eine Struktur, in der es direkt eine Werkbank gibt. Auch dafür müsste ich aber erstmal raus aus dem Dschungel. Also schwimmen wir mal ein Stück. Und es wird aber auch Zeit, den ersten Wasserfisch zu essen, der ganz normal funktioniert. Okay, das reicht mir eigentlich auch schon. Und da ist ein Dorf. Ein Wüstendorf. Moment, da können wir auf jeden Fall Crafting Table finden. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Glück, dann können wir gleich richtig mit der Challenge anfangen. Und ich habe richtig Bock auf meine richtigen ersten Wasser-Items. Da ist nochmal ein Delfin. Du kannst mir gerne folgen. Dankeschön. Und dann schwimmen
schwimmen wir mit Wasserdelfin-Power rüber zum Dorf. Und hier steht ein Wasserkamel. Und die ganzen Häuser werden auch ersetzt. Da ist eine Werkbank. Oh mein Gott, es klappt wirklich. Ich kann mich jetzt, glaube ich, auf die Kante stellen. Wenn ich mich genau drauf stelle, dann wird wahrscheinlich dieser Block auch ersetzt. Aber wie krass sieht auch einfach diese Werkbank aus. Okay, und jetzt schauen wir mal hier rein. Das sieht auch mega cool aus. Die Werkbank ist halt wirklich voll gelaufen mit Wasser sozusagen. Und ich sehe hier schon was Neues. Einen Tide Turner. Ein neues Schwert mit 10 Attack Damage. Wir brauchen Diamantblöcke. Ich habe gerade mal 3 Diamanten. Wie soll ich denn jetzt an Diamantblöcke rankommen? Und wir brauchen einen Stick. Ich konnte auch noch nicht an Holz rankommen. Okay, wir schauen weiter. Wir können einen Trident craften. Aus Diamanten und Wasser. Das müsste eigentlich ganz gut machbar sein. Die Dias habe ich ja sogar. Okay, soll ich mir jetzt eine Waffe craften, ist die Frage. Ich könnte mir sogar ein Eisenschwert craften kurz. Nee, kann ich nicht. Ich habe ja keinen Stick. Okay, ich muss trotzdem hier weg. Das dauert zu lange. Kann ich vielleicht den Eisengolem finden? Ihr müsst leider aufstehen. Hier ist der Eisengolem. Komm mal ins Wasser. Der Wassergolem. Und da kommt ihr mal gerne hier rüber. Da ist ein Stick. Oh mein Gott, ich habe einfach hier was aufgelöst und da ist ein Stick gedroppt. Okay, das heißt, ich kann mir jetzt doch ein Eisenschwert craften. Dann mache ich das, glaube ich, kurz. Ich hoffe, ich brauche das Eisen nicht später für was anderes, aber ich möchte jetzt diese Zombies loswerden. Denn dann können wir richtig weitermachen und die stören gerade dabei ziemlich. Dann haben wir das. Perfekt. Und dann schauen wir weiter. Den Lava-Eimer haben wir ja schon gesehen. Der ist aber trotzdem super. Damit können wir dann in den Nether kommen. Müssen wir nur noch an Magma-Blöcke rankommen. Da ist aber zum Beispiel einer. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ersetzt wird. Können wir gleich direkt mal testen. Moment, hier ist ein Spawn-Ei. Ein Infinite Dolphin Spawn-Ei. Dafür brauchen wir auch schon wieder Dias. Wie viele Dias soll ich denn heute finden? Aber heißt das, ich kann damit unendlich Delfine bekommen? Ich meine, das steht im Prinzip eigentlich drauf. Möchte ich auf jeden Fall gerne bekommen. Jetzt crafte ich mir aber natürlich auch erstmal den Eimer, der hier gerade schon auftaucht. Den brauchen wir so oder so. Okay, und das war's erstmal. Das heißt aber, ich kann jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, den Eimer mit Wasser füllen und das Wasser da rausnehmen. Das ist so weird. Ich habe gerade das Wasser aus dem Eimer genommen und habe es in der Hand. Hier ist gerade alles weird. Ich ziehe mal kurz meine Rüstung aus. Ich finde, das sieht nämlich deutlich cooler aus. Und dann haben wir hier wohl wieder einen Screenshot-Moment, würde ich mal sagen. Mach gerne jetzt mal einen Screenshot. Wenn man da den Kontext nicht weiß, versteht man hier gerade, glaube ich, absolut überhaupt nichts. Und wenn man den Kontext weiß, versteht man eigentlich auch noch nicht so viel. Was kann ich jetzt noch craften, ist die Frage. Ich kann jetzt den Trident craften. Und ich glaube, das tue ich auch direkt. Ein Trident ist eigentlich mega gut. Mache ich einfach mal. Jetzt brauche ich nochmal mehr Wasser. Dann schaue ich gleich nochmal weiter. Und das ist echt ein bisschen umständlich. Aber immerhin bekommen wir es quasi umsonst. Das ist schon mal nicht schlecht. Und Moment, ich kann Diamanten craften. Das ist nicht normal. Ich kann aus 2 Wasser einen Diamanten bekommen. Das heißt, ich kann jetzt einfach mir 2 neue Diamanten holen. Und den Stick habe ich doch auch schon. Moment. Ich brauche hier einen Stick, 2 Diamantblöcke und 6 Wasser. Ich glaube eigentlich, dass dieses Schwert eher fürs Late Game gedacht ist. Denn 2 Diamantblöcke ist ganz schön viel. Aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich möchte das jetzt bekommen. Deswegen hole ich mir jetzt ganz viel Wasser. Denn wenn man Wasser zu Diamanten machen kann, dann möchte ich das auf jeden Fall auch nutzen. Und ich kann jetzt schon 8 neue Diamanten bekommen. Und ich sinke aber auch gerade die ganze Zeit weiter nach unten. Aber das sollte jetzt eigentlich schon reichen. Ich kann 2 Dia-Blöcke machen. Ich brauche aber auch noch so ein bisschen Wasser. Okay, und dann sollte ich jetzt aber, wenn ich die Diamantblöcke crafte, den Stick drunter setze und das Wasser drumherum dieses Schwert bekommen. Das ist so krass. Ich habe gerade einfach einen Trident und ein neues OP-Schwert bekommen. Mit 10 Attack Damage und das ist mega groß. Ich halte das einfach in beiden Händen. Okay, das gefällt mir. Jetzt können wir uns richtig wehren. Das Eisenschwert war leider fast umsonst und dafür habe ich mein Eisen verschwendet. Aber dann ist das eben so. Und ich sehe gerade, die Magma-Blöcke werden nicht ersetzt. Nur habe ich jetzt noch kein Tool, um die abzubauen. Da müsste ich nochmal Eisen dann für verschwenden. Oder Diamanten. Ich meine, Diamanten können wir unendlich nachbekommen. Eisen aktuell zumindest noch nicht. Deswegen glaube ich, ich sollte tatsächlich lieber auf Diamanten gehen. Auch wenn das komisch klingt, aber Eisen ist gerade wertvoller als Diamanten. Fehlen mir nur noch die Sticks. Aber Moment, in der Wüste haben wir tote Büsche, die Sticks droppen. Und wenn ich die jetzt von unten anschwimme, genau so, dass die halt droppen einfach und nicht ersetzt werden wie der hier gerade, dann kann ich die Sticks einsammeln. Und auch die Kakteen, die ich nicht brauche. Da haben wir noch einen Stick. Das heißt, ich crafte mir jetzt einfach mal eine Diamantspitzhacke. Und dann bauen wir hier die Magma-Blöcke einfach mal ab. Und ich müsste jetzt, glaube ich, wenn ich den da drüber setze, einfach Lava bekommen. Okay, damit können wir ein Nether-Portal bauen. Ich möchte auf jeden Fall schon mal die 3 haben, aber dann brauchen wir noch mehr. Und ich muss mir irgendwie überlegen, wie wir das anzünden. Denn unter Wasser wird das auch nochmal richtig anstrengend. Und ich weiß gerade noch nicht, wie ich an einen Flint für ein Feuerzeug rankomme. Und ich frage mich gerade noch was. Ich kann ja logischerweise Wasser in meinen Eimer setzen. Und so dann auch einfach rausnehmen natürlich. Wenn aber Mobs auch zu Wasser werden, kann ich die dann nicht auch in meinen Eimer packen und mitnehmen? Weil so ein Delfin wäre doch zum Beispiel ziemlich praktisch. Oh mein Gott, ich habe ihn wirklich in meinen Eimer gepackt. Oder habe ich ihn einfach umgebracht? Ich habe es nicht
nicht ganz verstanden. Aber ich habe auf jeden Fall Wasser in meinem Eimer und der Delfin ist weg. Das ist aber sehr interessant. Funktioniert das auch beim Enderdrachen, frage ich mich gerade. Okay, wir haben noch einen weiten Weg. Ich war noch nicht mal im Nether. Aber das möchte ich unbedingt heute ausprobieren. Und was passiert, wenn ich jetzt den Delfin rausnehme? Okay, dann bekomme ich einfach einen Wasserblock. Und was, wenn ich ihn nicht rausnehme, sondern raussetze? Dann ist er einfach im Wasser. Okay, der Delfin besteht halt nicht mehr aus Delfin, sondern aus Wasser. Das macht irgendwie Sinn und irgendwie auch nicht. Und ich habe aber auch schon ein bisschen Hunger. Wir sollten uns auch noch um Essen kümmern, bevor wir in den Nether gehen. Und ich habe ein neues Schwert und einen Trident. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen auf die Jagd nach Essen. Denn Weizenblöcke sammeln wird heute eher schwierig. Da ist eine Truhe. Moment, da ist Essen. Ein paar Brote schon mal. Und sogar keine Wasserbrote, sondern ganz normale Brote, die ich einfach mal essen kann. Und da hinten ist ein Wüstentempel. Da können wir noch mehr Eisen bekommen. Wir nähern uns dem Wüstentempel und schwimmen einfach mal rein. Allein das klingt auch schon wieder so komisch, dass wir in einen Wüstentempel rein schwimmen können, wirklich. Und das TNT ist weg. Ich habe einfach komplett alles ersetzt. Der Wüstentempel existiert kaum noch. Okay, da ist ein Goldapfel, den hätte ich auf jeden Fall gerne. Und dann hoffen wir mal, dass hier hinten ein paar Mobs gespawnt sind. Ansonsten würde ich auf Fische gehen. Ich schwimme mal da in Richtung Korallenriff und schaue mal, ob wir dahinter ein passenderes Biom finden können. Hier ist nochmal ein Delfin. Bitte wieder mitkommen. Ich kann dich gut gebrauchen. Und diesmal packe ich dich auch wirklich nicht in meinen Eimer. Da hinten kommt noch eine Pyramide und noch ein Dorf. Da würde ich dann natürlich auch einfach nochmal kurz durchschwimmen. Und in dieser Pyramide haben wir da die Truhen. Und auch wieder einige Items natürlich. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas Relevantes dabei ist an sich. Hier sind aber jetzt auch einige Mobs gerade runtergekommen. Da sind 2 Endermen. Ich muss ja natürlich auch noch an Enderperlen rankommen, aber ich würde mal vermuten, dass die nicht so gut mit Wasser kompatibel sind, oder? Ja, die sind dann weg. Okay, das wird heute richtig schwierig. Genauso mit Blazes ja auch. Blazes, Enderman und Wasser sind keine gute Kombination. Okay, ich kann ihn aber natürlich trotzdem anlocken, sodass er immer wieder kurz ein bisschen reinrennt. Mache ich mit dem einfach auch nochmal. Denn ich möchte hier gerne die erste Enderperle bekommen. Aber ich komme wirklich nicht mit dem Schwert dran. Die teleportieren sich vorher schon weg. Ich muss den komplett mit Wasserschaden machen. Oh, da ist die erste Enderperle. Oh mein Gott, wir haben tatsächlich die erste Enderperle einfach so bekommen. Dann schwimme ich noch den Turm hoch und schaue mir diese Truhe an. Ein paar Brote nochmal. Würde ich tatsächlich gerne aufsammeln. Und da hinten kommen Plains. Und da ist noch ein Wüstentempel. Wie viele finde ich denn heute? Okay, dann schwimmen wir da noch kurz vorbei und dann gehen wir wirklich mal uns um Essen kümmern. Jetzt dann aber erstmal rein in den nächsten Wüstentempel und neue Truhen looten. Da sind Diamanten. Und auch nochmal einiges an Eisen. Hier haben wir das nächste Dorf. Und auch wieder vielleicht ein paar Brote. Und die armen Dorfbewohner. Ich löse einfach dieses komplette Dorf auf. Okay, ich muss weiter. Viel Spaß euch. Denn wir schwimmen jetzt in die Plains rein. Okay, es sieht jetzt doch eher nach Savanne aus. Aber ist eigentlich egal. Ich sehe schon Mobs. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um ausreichend zu essen. Und dann schauen wir mal, wie wir das Problem mit dem Feuerzeug lösen, um in den Nether zu kommen. Erstmal möchte ich diese Kuh umhauen. Und ich kann hier auch einfach mal meinen Trident werfen. Ich habe sogar getroffen. Ich bekomme ihn wieder. Der ist nicht verzaubert. Okay, aber wir haben den ja selber gecraftet. Das ist also kein normaler Trident. Damit können wir auf Blazes gehen. Das löst aber noch nicht das Problem mit den Endermen. Aber damit können wir Blazes abwerfen, ohne die ins Wasser setzen zu müssen. Ich will unbedingt gleich in den Nether. Das wird sowieso mit dem Wasser ja einfach mal so cool. Aber ich brauche erstmal noch mehr zu essen. Einmal hier ins Wasser springen. Es ist ja überall Wasser. Das ist schon auch sehr praktisch. Und dann machen wir hier weiter. Okay, Moment. Wird Kies überhaupt ersetzt? Ja, wird es. Okay. Das heißt, wir können so nicht an Flint kommen. Hatte ich gerade kurz überlegt, ob wir damit vielleicht einfach an ein Feuerzeug kommen können, wenn das nicht ersetzt wird. Aber dann ist das Problem weiterhin offen, leider. Können wir denn sonst noch irgendwas dafür craften? Vielleicht kann ich mir auch einfach ein Portal craften oder so. Okay, ich muss erstmal wieder die Werkbank irgendwo hin platziert bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht auf Bedrock gehen. Das können wir ausprobieren. Oder hier sind Magma-Blöcke. Dann nehme ich die einfach. Und dann schaue ich mal. Aber das können wir nur ganz normal craften. Das ist wieder die Werkbank. Das ist nichts Neues. Ein paar Brote kann ich einfach mal nebenbei machen. Das haben wir noch nicht gecraftet. Und das kann ich auch einfach machen. Ich brauche 8 Diamanten und ein Wasser. Ich glaube, ich sollte mich mal darum kümmern. Dann haben wir nämlich jetzt schon genug. Und ich crafte mir ein neues Custom-Item. Und zwar das unendliche Delfin-Spawn-Ei. Und jetzt möchte ich dieses Spawn-Ei auch ausprobieren. Ich hoffe, es klappt nicht nur einmal, weil dann habe ich es verschwendet. Aber dann craften wir halt nochmal ein neues. Und es heißt ja immerhin unendlich. Also denke ich mal, wir können einen Delfin spawnen. Ich dachte, es wäre weg, aber ich habe es behalten. Ich kann noch einen Delfin spawnen. Ich kann einfach unendlich Delfine spawnen. Das ist mega gut. So kann ich dauerhaft eigentlich Dolphins Craze bekommen. Das heißt sogar Water Dolphins Craze, sehe ich gerade. Okay, das ist mega cool. Ich kann einfach Delfine spammen. Dann wird der Nether ja erst recht richtig weird. Ich will unbedingt in den Nether kommen. Ich brauche ein Ruined Portal jetzt als nächstes. Am besten schwimmen wir dafür wieder auf den Ozean. Aber natürlich in extremer Geschwindigkeit. Da hinten ist eins. Wenn wir da ein Feuerzeug oder einen Flint drin haben, können wir als nächsten Schritt in den Nether gehen. Also brauchen wir jetzt einmal ein bisschen Glück. Und in dieser Truhe muss ein Feuerzeug drin sein.
Da ist kein Feuerzeug, aber wir haben einen Fire Charge. Und die Delfine kriegen alle Schaden. Okay, das ist aber eigentlich ganz gut, weil ich brauche noch ein paar Fische. Jetzt frage ich mich aber, ob ich mit dem Fire Charge überhaupt ein Portal in den Nether anzünden soll. Denn wenn wir uns auf einen Block stellen, auch wenn das Obsidian ist, wird der Block zu Wasser. Das heißt, wir werden, wenn wir in den Nether gehen, das Portal kaputt machen. Und dann habe ich nichts mehr, um das neue Portal anzuzünden. Das ist jetzt echt ärgerlich. Ich kann in den Nether, aber ich kann da nicht mehr raus. Okay, sollen wir jetzt in den Nether gehen? Ich glaube, ich sollte trotzdem erst weitersuchen und einfach mal schauen, ob wir hier ein anderes Ruined Portal in der Nähe haben. Und die Rüstung kann ich übrigens anziehen, sehe ich gerade. Dann mache ich das auf jeden Fall. Dann haben wir auch schon was für den Nether. Und die passt zumindest besser zu meinem Skin als die Lederrüstung. Hier haben wir noch einmal einen Tempel, den würde ich noch kurz looten. Noch mehr Eisen und alles mögliche. Da hinten ist ein Ruined Portal. Und vielleicht sollte ich nicht ganz so viele Delfine spawnen, denke ich gerade. Ich will ja auch noch die Items aufsammeln. Egal, wir schwimmen jetzt rein da und bekommen... Da ist ein Feuerzeug. Oh mein Gott, ich muss es aufsammeln. Gib mir mein Feuerzeug. Ich brauche dieses Feuerzeug. Ich hab's. Oh mein Gott, wir haben ein Feuerzeug. Das heißt, wir können jetzt langsam in den Nether gehen. Und ich würde auch, glaube ich, einfach mal hier das Portal gießen wollen, oder? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Denn ich möchte nicht komplett unter Wasser gießen, weil wir das ja auch noch irgendwie trockenlegen müssen zum Anzünden. Jetzt kann ich erstmal mein Wasser da raus tun und dann müsste ich Lava bekommen. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier einfach mal an und gießen Stück für Stück das Portal hier hin. Moment, eins höher ist sogar einfacher. Und ich glaube, Magma-Blöcke kriegen wir noch genug. Das heißt, ich mache es lieber hier hin. Und dann muss ich aber tatsächlich auch einfach mal hier oben Wasser fließen lassen, damit das klappt. Und dann haben wir unser Nether-Portal. Jetzt muss ich nur noch hier unten das Wasser rauskriegen. Ich denke mal, TNT klappt nicht so gut. Nein, kann ich nicht auch mit Wasserblöcken einfach bauen? Okay, das ist super weird. Aber ich sperre gerade das Wasser mit Wasserblöcken aus. Macht das Sinn? Ich baue hier komplett zu. Jetzt nehme ich mir hier das Wasser raus. Kann das auch wieder zu Blöcken machen. Und dann ist das Portal auch schon leer. Und ich kann es anzünden. Und jetzt kann ich die Blöcke wegmachen. Denn jetzt ist das, glaube ich, egal, oder? Ja, perfekt. Und dann gehen wir mit Goldrüstung als Wasser rein in den Nether. Hallo Nether. Und das Portal ist kaputt. Ich will aber nicht alles kaputt machen, damit wir hier leichter wieder zurückkommen. Und wir sind komplett unter Wasser. Natürlich waren wir in einer Höhle. Aber wie cool sieht das jetzt schon alles aus hier. Wir sind einfach in den Nether reingeschwommen, wirklich. Okay, wir schauen uns erstmal um. Ich springe einfach mal hier runter. Kann ja nichts passieren. Wird ja alles zu Wasser. Und dann schwimmen wir mit unseren ganzen Delfinen durch den Nether. Und hier ist einfach eine Festung. Ich habe sie gar nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Und rauf da. Und da ist auch schon die erste Blaze, die trotzdem gut Schaden macht. Und nicht so viel mit Wasser. Oh mein Gott. Die ist eine Breeze geworden. Okay, das ist cool. Blazes werden zu Breezes, wenn ich in die Nähe komme. Und die droppen aber natürlich Breeze Rods. Okay, funktionieren Breeze Rods so wie sonst? Nein, tun sie nicht. Ich bekomme einfach 2 Water Powder aus Breeze Rods raus. Und ich habe ja aus einer Blaze sozusagen 2 Blaze Rods bekommen. Also Breeze Rods aus Breeze. Aber ist ja dann in dem Fall tatsächlich heute egal. Das heißt, das ist sogar relativ gut für uns, wenn die sich umwandeln. Aber ich überlege auch gerade mal ein bisschen Rüstung zu craften. Hier stehe ich sogar gerade ganz gut. Und dann crafte ich mir eine Hose, einen Helm und Schuhe und dann haben wir eine vollständige Rüstung, aber ich habe kein Eisen mehr. Aber da ich keinen Schild habe, ist das, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee heute. Und damit schwimmen wir dann wieder zurück auf die Festung. Und da haben wir die nächste, die wieder 2 getroppt hat. Das ist so gut. Ich brauche ja nur so 6, 7 Stück. Also machen wir genauso weiter. Moment, da ist noch ein Skelett, was auf mich schießt. Kann ich das jetzt auch einfach wieder in meinen Eimer nehmen? Ja, kann ich. Das ist so cool. Da haben wir die nächsten 2 Blazes, die jetzt natürlich auch wieder zu Breezes werden. Und da haben wir die 7. Das heißt, wir machen noch ein bisschen Festung kaputt. Und dann schwimmen wir mal los, einen Warp Forest suchen. Da ist auch direkt schon einer. Oh mein Gott, ich komme direkt vor einem raus. Und dann schwimmen wir in den Warp Forest. Und jetzt muss ich mal schauen, wie wir das mit den Endermen machen. Denn die werden nicht zu einem ganz anderen Mob. Und haben damit auch nicht so Lust auf Wasserkämpfe. Da haben wir die ersten Endermen. Und das wird jetzt wirklich schwierig. Ich kann die natürlich auch nicht einfach abwerfen, weil die sich dann wegteleportieren. Ich gucke die einfach mal alle an. Dann sollen die ins Wasser laufen. Und dann am besten alle ihre Enderperlen droppen. Und hier hat es geklappt. Okay, mit Obsidian können wir ein bisschen arbeiten. Aber es gibt da noch etwas, was ich noch nicht erzählt habe, was ich selber erst eben in der Overworld zufällig gesehen habe. Denn mir ist aufgefallen, dass wir heute einfach Enderperlen craften können. Und zwar aus Twisting Vines. Ich habe jetzt aktuell 8, das heißt, ich kann noch 2 Enderperlen craften. Heißt aber auch, wir können noch deutlich mehr bekommen und deutlich einfacher als auf Enderman zu gehen. Natürlich werden diese Twisting Vines auch ersetzt, wenn ich da in die Nähe komme. Aber wenn ich jetzt von unten ran schwimme, werden die natürlich erstmal
erstmal getroppt, bevor die ersetzt werden können überhaupt. Und dann können wir die schön hier überall aufsammeln und müssen gar nicht gegen Enderman kämpfen. Und dann haben wir hier richtig viele, wo wir einfach durchschwimmen können. Und damit wird jetzt gecraftet. Und dann bekommen wir einfach 15 Enderperlen. Mega nice. Wir haben schon genug. Das heißt auch, wir können jetzt schon raus aus dem Nether. Und ich kann einfach mal so hier ein Portal hinbauen. Ich muss nur gleich trockenlegen. Aber das geht trotzdem, glaube ich. Damit steht der Portalrahmen. Ich brauche, glaube ich, nochmal ein paar Blöcke, die ich platzieren kann. Zum Beispiel Wasserblöcke. Und dann baue ich das hier von außen zu. Und jetzt müssten wir langsam wirklich soweit sein. Hier noch einen hin und dann fließt das frei. Ja, das klappt. Jetzt brauche ich mein Feuerzeug. Wir zünden an und jetzt ist alles egal. Jetzt kann hier alles ruhig zu flüssigem Wasser werden. Und wir gehen vorsichtig, ohne das Portal kaputt zu machen, hoffentlich wieder raus aus dem Nether. Das ist gar nicht so einfach. Und ich habe es kaputt gemacht. Erstmal wieder das Portal reparieren natürlich. Und nochmal neu anzünden. Und dann versuche ich jetzt langsam auf die Kante gespült zu werden. Und jetzt klappt's. Dann gehen wir jetzt endlich raus aus dem Nether. Zurück in die Overworld. Und das war wirklich komplizierter, als ich mir das vorgestellt hatte. Und wir sind irgendwo in einer Höhle. Ich schwimme erstmal nach oben. Gerne auch direkt mal ein bisschen schneller mit meinen Delfinen. Das ist so cool, dass man einfach hier so durchschwimmen kann. Und wir sind in einem Ozean. Ich crafte mir jetzt erstmal 8 Enderaugen. Und wir schauen, in welche Richtung wir müssen. Da hinten geht's lang. Droppt. Ich will vor den Delfinen aufsammeln. Habe ich aber nicht. Wer hat mein Enderauge? Da hinten. Meins. Perfekt. Und ich meine, es war in die Richtung. Ich will jetzt aber nicht direkt noch eins werfen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Wir schwimmen mal ein bisschen, würde ich vorschlagen. Und das geht mit den Delfinen auch wirklich richtig schön schnell. Dann wird es jetzt aber trotzdem auch mal wieder Zeit für das nächste Enderauge. Das fliegt nämlich schon zurück. Ich weiß halt nicht, ob schon oder ob ich in die falsche Richtung geschwommen bin. Aber wir werden es rausfinden. Ich kann auch einfach mal ein bisschen tiefer schwimmen, theoretisch. Vielleicht finden wir dann schon den Stronghold. Und dann schauen wir mal, ob das so Sinn macht. Dann werfe ich jetzt nochmal ein Enderauge. Und es fliegt wieder zurück. Das ist nicht so gut. Aber vielleicht ein bisschen weiter hier rüber. Und da wir 16 craften können, würde ich jetzt einfach direkt nochmal eins werfen. Wo ist es hin? Ich habe es nicht mal gesehen. Aber gehört. Okay, egal. Ich werfe noch eins. Es fliegt immer noch weiter in die Richtung. Und da ist auch meins von eben noch. Vielleicht kann ich jetzt beide aufsammeln. Das sieht gut aus. Das nächste fliegt darüber in den Stronghold. Ich sehe ihn doch schon. Ist das nice. Wir sind drin im Stronghold und wir ersetzen hier direkt alles. Und dann suchen wir einfach mal den Portalraum. So habe ich den auch noch nie gesucht. Hier geht es nochmal nach unten. Und hier ist nochmal einiges. Und da haben wir noch den Portalraum. Direkt mal den Spawner wegschwimmen und alles hier wegschwimmen. Nur das Portal darf bleiben und das geht nicht kaputt. Aber ich muss trotzdem dran denken, wenn ich mich draufstelle, geht heute alles kaputt. Beziehungsweise wird natürlich einfach alles zu Wasser. Hier haben wir nochmal ein Skelett. Weg mit dir. Ich glaube, die Pfeile brauche ich heute nicht. Wir haben ja den unendlichen Trident. Und wir haben ein Enderauge drin. Das heißt, ich mache mir noch 3 und wir aktivieren vorsichtig von der Seite das Portal. Nice! Und da ist noch eine Truhe. Hier sind 2 Truhen, die möchte ich haben. Nochmal Diamanten einfach so nebenbei. Danke. Und ich glaube, den Rahmen kann ich jetzt auch einfach kaputt machen, oder? Den brauchen wir noch nicht mehr, wenn das Portal einmal angezündet ist. Ja, der ist jetzt weg. Und wird einfach mal durch Wasser ersetzt. Das sieht so weird aus. Und jetzt muss ich auch schauen, dass ich nicht von oben drauf gehe, weil ich glaube, das klappt nicht von oben. Nee, das klappt nicht. Das wird dann auch ersetzt. Ich muss echt aufpassen. Wir haben noch 8 Versuche. Ich nehme mir nochmal Wasser mit. Und ich glaube, von der Seite muss das aber klappen. Und da gehen wir rein in den Endfight. Hallo, End. Und ich habe einfach das Obsidian auch zu Wasser ersetzt. Aber wir sind drin im Endfight. Ich könnte direkt mal eine Enderperle werfen, finde ich. Dann gehen wir mal rüber auf die Endinsel. Und schauen mal, wo der Enderdrache sich versteckt hält. Erstmal kurz was essen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit unserem unendlichen Dreizack rauf auf die Endcrystals. Und ich schaue auch mal, was passiert, wenn ich den ins Void werfe. Okay, noch habe ich ihn nicht ins Void geworfen. Damit haben wir aber jetzt den ersten Endcrystal. Und ich mache erstmal genauso weiter. Und ich glaube, jetzt ist er ins Void geflogen. Kommt der bitte wieder? Da kam er doch gerade. Ja, ich bekomme ihn sogar wieder, wenn er ins Void fliegt. Das ist sehr hilfreich. Und das ist aber wirklich schwer, hier alles zu treffen. Ich schwimme mal hoch. Dann machen wir den von hier unten kaputt. Oh mein Gott, ich wurde gerade weggehauen. Aber kein Problem. Water MLG kann ich heute ganz gut machen. Und der Drache wurde zu einem Water Dragon. Moment, den möchte ich sehen. Weil der mich gerade weggehauen hat, war der in meiner Nähe. Und hat sich direkt verwandelt. Und er besteht aus Wasser. Und da fällt mir gerade wieder was ein, was ich gesagt hatte, was ich heute ausprobieren möchte. Ich konnte bisher Mobs, die aus Wasser bestehen, einfach in meinen Eimer nehmen. Kann ich einen ganzen Enderdrachen in meinen kleinen Eimer packen? Oder ist der dafür zu groß? Das müssen wir herausfinden. Dann schwimme ich einfach nochmal ein bisschen hier rum und wir warten, bis er nach unten kommt. Und der sieht wirklich so cool aus, der Wasserdrache. Wir brauchen hier aber auf jeden Fall auch mal ein paar Delfine. Machen wir hier raus noch mal ein großes Aquarium. Das ist so cool. Wir sind gerade einfach im Endfight. Dann graben wir mal ein bisschen die Türme aus. Und das alles einfach nur, weil wir darauf warten, dass der Enderdrache wieder in die Mitte kommt. Und der Drache kommt in die Mitte. Ich nehme meinen Eimer in die Hand und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Und wir schwimmen dahin.
Und er hat mich weggehauen. Das ist nicht so gut. Ich wollte gerade rechts klicken. Kurz nochmal regenerieren zur Sicherheit. Der macht nämlich auch echt Schaden. Wir warten nochmal auf die nächste Runde. Und der Wasserdrache kommt nochmal in die Mitte. Wir schwimmen rein da. Und ich versuche jetzt den Drachen aus Wasser in meinen Eimer zu packen. Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Ich glaube, es hat geklappt und wir waren instant im Endportal.